Hallo, ich bin der Norman und heute zeige ich euch, wie man eine Google-Rezension löschen kann, also wie man eine schlechte Bewertung löschen kann. Ich zeige euch, ob das geht, in welchem Fall das geht und wie das geht. Das alles gibt es in den nächsten 2-3 Minuten. Habt euch fest, viel Spaß. So. Also, schlechte Bewertungen finden wir meistens bei einem Spital. Gehen wir ins Spital schauen. Haben wir da Universitätsspital Zürich. Rezensionen, ich sage immer Rezession, aber egal. So, dann gehen wir da niedrigste und jetzt suchen wir irgendeine Rezension, die man einfach löschen kann. Eine Rezension von einem Local Guide, der 20 Bewertungen geschrieben hat und 2 Fotos hochgeladen hat, ist nicht so einfach zu löschen wie eine von jemandem, der kein Local Guide ist und keine 20 Bewertungen geschrieben hat. Auch er ist ein Local Guide, 26 Bewertungen, 7 Fotos. Der Ronny Spitze. Wenn wir jetzt schauen, der Ronny, ja, hat sonst noch nicht Rezensionen geschrieben, sagt man. Trotzdem sagt es da das. Aber ich kann schon mal schauen, ja, wenn der immer nur schlechte Bewertungen schreibt, immer nur einen Stern verteilt, dann ist auch die Möglichkeit da, den schon zu melden, wegen Hassrede oder was weiß ich. Beschwerde über unprofessionelles und unfreundliches Verhalten des Personals. Ich wende mich an Sie, bla bla bla. Absolut schlechte Betreuung, meine Mutter, respektloses Verhalten, so. Sagen wir, melden wir die Rezension von der Silvia. Silvia hat Nummer 9 geschrieben, 6 Fotos, ist kein Local Guide. Wenn man die meldet, also wenn verschiedene Local Guide die Bewertung melden und sagen, die Bewertung ist schlecht, die verstößt gegen irgendetwas, das ist eine Themenverfehlung, Spam, Interessenkonflikt, vulgäre Sprache, Mobbing, Belästigung, Diskriminierung, Hassrede, irgendetwas von dem sollte der natürlich gemacht haben, wo eure schlechte Bewertung geschrieben hat. Dann kann man den melden. Und wenn jetzt jemand selber auch Local Guide ist, gibt es das Programm von Google, da. Ich bin da schon angemeldet, aber er checkt es irgendwie nicht, so eigene Beiträge ansehen. Da sieht man, ich bin Local Guide. Oder? Ich habe da verschiedene Sachen bewertet und ich habe 1723 Punkte und mir fehlen noch 3'500 bis 5000 Punkte und dann bin ich Level 7. So. Ich bin jetzt nun Level 6 Guide. Ich habe noch mal ein anderes Konto gehabt, noch mit Level 7, aber jetzt verwende ich das eine Konto und konzentriere mich darauf, dass ich da mal irgendwann vielleicht Level 10 erreiche. So. Und wenn ich einen Level 10 Guide hätte, oder Level 10 Stand, und ich melde eine Bewertung, dann ist so eine Bewertung natürlich relativ schnell weg. Also wenn man es mit Leuten zu tun hat, die professionell mit Google und Google My Business und so arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand, wenn er die meldet, die Rezension, dass die dann gelöscht werden kann, viel, viel grösser, als wenn ihr das selber macht oder wenn das irgendwelche Nobodies machen, die keine Historie haben, eben, die kein Local Guide sind. So. Was machen wir, wenn wir sie nicht löschen können? Oftmals kann man eine Bewertung einfach nicht löschen. Oder auch wenn man sie jetzt von 5 Guides gemeldet hat und sie ist noch nicht weg, geht es einfach ein Zeitchen. Was man so oder so machen muss, ist auf die Rezension antworten. In aller Regel macht man das im besten Fall ganz, ganz freundlich. Das ist kein persönlicher Angriff von dieser Person. Der lebt in seiner eigenen Welt und hat aus irgendeinem Grund mit irgendetwas von euch ein Problem gehabt und hat gefunden, er tut das äußern, indem er einen Stern dort lässt. Das ist überhaupt kein Weltuntergang. Das ist nur dem seine eine Meinung. Was viel wichtiger ist, ist die Reaktion von euch auf die Meinung. Ihr müsst mit Liebe auf die Meinung reagieren und auf den eingehen. Ihr müsst ihm nicht recht geben. Wenn ihr ihn nicht kennt, schreibt er auch das an. Ich kenne dich nicht, melde dich bitte. Es darf nicht sein, dass ein Kunde so traurig ist, wenn er bei mir war. Ich habe dich aber leider in meinem CRM nicht gefunden. Kannst du bitte Kontakt aufnehmen, weil man kann die oftmals dann irgendwie nicht kontaktieren, wenn die nicht mit Klarnamen unterwegs sind. Und die Leute, wenn sie gehen, Bewertungen anschauen, gehen sie natürlich immer die schlechten auch schauen. Oder? Irgend so die streckige Wäsche geht man immer mal schauen. Oder? Dann schaut man dort, ein Stern, aha, okay, hat irgendjemand geschrieben, bla bla bla, schlechter Service, so und so.
Und dann kommt die Antwort. Und dann liest er die Antwort, für das, dass es so abgepöbelt worden ist, hat er aber mega freundlich geantwortet. Oder? Und genau so sollte es sein. Dann könnt ihr über eure Antwort auf die Bewertung einen guten Eindruck machen und so wieder gewinnen. Weil reine 5-Sterne-Bewertungen sind weniger vertrauenswürdig, als wenn man quasi im Unternehmensprofil 4,8 hat. Zumindest hat es das früher geheißen, dass die optimale Sternli-Anzahl ist irgendwie 4,8 und man sollte schauen, dass man irgendwie 50, 60, 100 Bewertungen hat, oder? Und dann fällt das nicht ins Gewicht, wenn man mal eine schlechte Bewertung hat und dann muss man da auch nicht sich speziell anstrengen, um da dagegen vorzugehen. So, das war es zum Thema Google-Bewertungen. Löschen, geht das? Ja, nein, wie? Versprechen kann es ja niemand. Es geht manchmal. Ich biete es nicht als Service an, aber das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Besten Dank, ich bin Norman. Ciao zusammen.